Willkommen bei Kochen Kinderleicht. Ich bin Christina und ich präsentiere euch heute aus unserer Serie Geschenke aus dem Thermomix ganz hübsche Badebomben. Badebomben kann man inzwischen in jedem Discounter, in jeder Drogerie oder auch teilweise sogar in 1-Euro-Märkten kaufen. Allerdings, wenn man sich dann die Zutaten anschaut, könnte man das kalte Grausen bekommen. Das ist alles andere als der Haut zuträglich, und wenn es auch schön aussieht in der Badewanne, für die Haut ist es auf keinen Fall gut. Wenn ihr eine natürliche Badebombe haben möchtet, mit tollen Zutaten und wirklich schönen Farben, die auch schön sprudeln, dann ist vielleicht das heutige Rezept etwas für euch. Für die Badebomben brauchen wir 250 Gramm Natron, 125 Gramm Zitronensäure, dann 65 Gramm Speisestärke, ganz herkömmliche Speisestärke, 70 Gramm Magermilchpulver, 80 Gramm Bio-Kokosöl, dann dazu Lebensmittelfarben. Ich habe mich heute mal für grün entschieden. Ich habe so ein komplettes Set gekauft. Ich kann euch das auch gerne verlinken. Und dann ätherische Öle, Aromaöle. Ich habe mich heute für Ananas entschieden. Das ist auch aus einer Sammlung mit diversen Ölen. Und damit nachher unsere Badewanne nicht so arg versaut ist und das Kokosöl überall anhaftet, haben wir hier noch Fluid-Lecithin. Ich verlinke euch auf jeden Fall eine Liste, wo ihr die Sachen bekommt, wenn es die vielleicht nicht bei euch um die Ecke gibt, was ja auch nicht so ungewöhnlich wäre. Wir starten. Wichtig ist, dass euer Mixtopf ganz trocken ist, weil Natron und Soda reagieren miteinander und sprudeln dann schön. Das ist der Effekt, den wir ja nachher in der Badewanne erzielen möchten. Ist euer Mixbehälter jetzt aber nass und ihr gebt die Zutaten dazu, dann fängt es jetzt schon an zu sprudeln. Das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der Sache. Er muss also trocken sein. So, wir fangen an. Wir geben zuerst die trockenen Zutaten in den Mixtopf. 250 Gramm Natron. Dazu 125 Gramm Zitronensäure. Dann unser Magermilchpulver und die Speisestärke. Ich gebe den Deckel auf den Mixtopf und werde jetzt für 2 Minuten bei Stufe 4 mischen. Die trockenen Zutaten für unsere Badebomben sind vermischt. Ich nehme mal den Deckel ab und schiebe alles nach unten. Durch das Magermilchpulver ist die Mischung jetzt schon so leicht gelblich. Ihr werdet also keine schneeweißen Bestandteile eurer Bomben erzeugen können. Wenn ihr solche weißen Bomben irgendwo seht, dann ist da Titandioxid beigefügt für die weiße Farbe. Das möchten wir aber vermeiden. Das ist Chemie, das wollen wir nicht. So, wir geben jetzt hinzu unser Kokosöl, dann das Fluid-Lecithin 5 Gramm. Fluid-Lecithin ist nicht so ganz billig. Wenn es euch also nichts ausmacht, eure Badewanne nach Benutzung der Badebomben zu schrubben, dann könnt ihr das auch weglassen, weil es ist jetzt die teuerste Zutat in unserer Badebombe. Und dann gebe ich dazu von unserem Ananas-Duftöl ca. 30 Tropfen. Die Farbe gebe ich jetzt noch nicht zu, weil ich möchte nämlich nachher zweifarbige Bömmchen herstellen. Deswegen jetzt erstmal ohne. So, wir rühren noch einmal für 2 Minuten bei 37 Grad, damit sich das Kokosöl auflöst. Und Stufe 4. Kokosöl und Ananasduft sind untergerührt. Wir haben jetzt hier eine leicht gelbliche Masse. Ich zeige euch das mal. Wie gesagt, da wir kein Titandioxid zugeben, bleibt das jetzt leicht gelblich. Und ich möchte zweifarbige Badebomben machen. Das ist jetzt schon eine schöne, feste Substanz. Ich nehme jetzt einfach einen Teil ab. Einfach nach Gefühl.
Muss jetzt nicht genau die Hälfte sein. Wir verteilen es nachher eh noch. Und da gebe ich jetzt grüne Farbe hinzu. Das ist Lebensmittelfarbe. Also für alle, die sich Sorgen machen, warum ich jetzt hier Kosmetik im Thermomix mache. Das sind alles lebensmittelechte Zutaten. Die könnten wir auch alle zu uns nehmen in mehr oder weniger starken Konzentrationen. Deswegen darf man dafür auch den Thermomix nehmen. Da muss man sich keine Sorgen machen. So, und jetzt rühre ich das nochmal. Ich probiere es mal 1 Minute. Sollte eigentlich reichen bei Stufe 4. So, die Farbe Grün ist untergemischt. Das sieht toll aus. Ich mache mir das jetzt hier in eine Schüssel. Ich habe mir jetzt ein wenig Platz geschaffen und damit ich nachher nicht zu bunte Finger habe, ziehe ich sogar mal Handschuhe an. Und ich finde, die Farbe Gelb könnte noch etwas kräftiger sein. Ich gebe also in dem gelben Bestandteil noch etwas gelbe Lebensmittelfarbe und mische das jetzt aber einfach mit dem Schneebesen. Das duftet. Das duftet nach Ananas. Ich kriege Hunger. Das sollte eigentlich bei Badebomben nicht sein, dass ich Hunger bekomme, aber ich bekomme Hunger. So, ich habe jetzt hier Förmchen. Meine sind aus Metall. Wie sieht man das? Die gibt es natürlich auch aus Silikon, Kunststoff. Ich habe 3 große, eine mittlere und eine kleine Badebombe. Und erfahrungsgemäß reicht die Menge, die ich jetzt hier hergestellt habe, genau für diese 5 Badebömmchen. Ich habe also grün und gelb. Von meinem grünen Pulver einfach so eine Handvoll. Fülle das ein und drücke das an. Wichtig ist, dass ihr es am Rand runterschiebt, damit die Ebenen nachher auch sauber abgetrennt sind. So befülle ich jetzt meine Badebömmchen und zwar so leicht unter den Rand. Schön fest andrücken. So, und jetzt mache ich in die Teile, die nachher die oberen Hälften werden, wirklich nur ganz wenig von dem Grün und drücke es schön nach unten. Schön zusammenschieben. Weil wenn das jetzt hier am Rand so hoch geht, sieht man das Gelb nämlich nachher gar nicht. Also ich habe jetzt hier wirklich nur den Boden bedeckt. So, das war die Farbe Grün. Und jetzt kommt dieses schöne quietschegelb hinzu. Also wie ihr seht, die Menge reicht wirklich für diese 5 Badebömmchen genau aus. So, jetzt wollen wir die 2 Hälften zusammenfügen. Einfach zusammendrücken, festdrücken, ganz kurz gegeneinander verdrehen. Das war's schon. Das, was vielleicht rausquillt, einfach abstreifen. Unsere Formen sind befüllt und ich stelle die jetzt für 2 Stunden in den Kühlschrank. Und dann werden wir die von den Formen befreien und dann sehen wir uns wieder. Die Badebomben sind hoffentlich gut durchgekühlt aus dem Kühlschrank gekommen. Ich erwärme die kurz mit der Hand, dass sie nur da, wo das Metall ist, wieder etwas weich werden und leichter aus der Form gehen. Jetzt seht ihr schon die eine Hälfte. Das sieht schon toll aus. So sind unsere fertigen Badebomben. Zweifarbig grün, gelb, grün. Wenn ihr die verschenken möchtet, könnt ihr euch hier solche Zellophanbeutelchen besorgen.
Und dann habe ich jetzt hier die farblich passenden Bändchen. Kann man natürlich noch mit Etiketten oder Schildchen versehen, wie man mag. Beim Dekorieren hat man ja keine Limits. Und so wäre das jetzt ein hübsches Geschenk. Das ist jetzt die Badebombe in der mittleren Größe. Ich werde jetzt auch noch die anderen von ihren Metallhüllen befreien. Ich hatte noch einen Rest von der Masse für die Badebomben übrig und habe die einfach in eine Pralinenform getan und auch im Kühlschrank gekühlt. Und zeige euch jetzt, wie schön diese kleine Mini-Badebombe in einer Schüssel sprudelt. Natürlich ist der Effekt in der Badewanne nicht ganz so frappierend, da ja die Badebombe im Verhältnis zur Wassermenge doch kleiner ist. Da müsstet ihr schon einige Badebomben ins Badewasser tun. Aber ihr seht, es sprudelt, es schäumt. Natürlich könnt ihr jetzt hier nicht den Duft wahrnehmen, der noch aufsteigt, aber auch das ist in der Badewanne natürlich etwas weniger. Was ich noch sagen wollte bei meinen Formen, als ich diese Badebombenform gekauft habe, waren so Schrumpfbeutel dabei, in die man die Badebomben tun sollte und dann mit dem Föhn diese Schrumpfbeutel direkt um die Badebomben herumschrumpfen. Allerdings sind meine Badebomben durch das Kokosöl dann dabei geschmolzen, also die Schrumpfbeutel habe ich dann mal entsorgt und habe mir diese Zellophanbeutelchen besorgt, die auch nur im Centbereich lagen, die ich euch gerade gezeigt hatte. So, meine Badebombe hat jetzt hier gut 2 Minuten gesprudelt. Die großen Badebomben, je nach Temperatur des Badewassers, sprudeln bis zu 8 Minuten, die mittlere 4 bis 5 Minuten und je wärmer das Wasser ist, desto schneller versprudelt sich die Badebombe, weil Wärme einfach wie ein Katalysator wirkt. Ich hoffe, die Geschenkidee aus dem Thermomix hat euch gefallen. Macht's doch einfach mal nach. Nehmt andere Farben, andere Düfte, verschenkt die Badebomben, benutzt sie selber, tut euch auch mal etwas Gutes. Und wenn euch das Rezept für die Badebomben gefallen hat, dann gebt uns gern ein Like, ein Abonnement und Kommentare sind jederzeit willkommen. Bis bald, eure Christina.